Bruschetta und Zwiebel, diese klein geschnittene Zwiebel, Basilikum und Knoblauch, Olivenöl und Salzpfeffer, das war's. Mhm. Ja, das ist Knoblauch. Und alle gemischt. Knoblauch und alle gemischt. Wie gesagt, gemischt alles. Ein bisschen Olivenöl. So, das war's. Nee, allgemein. Erstmal Guacamole allgemein. Ja, Sowohl für die Dips zur Vorspeise bei der Focaccia. Sie wird auch bei unserer Bruschetta benutzt. Und für die Avocado-Pizza. This is too hard.
So we need to take more on. So we take 800. 800. Knoblauch. Ja, geklikt. Ja. 100 Gramm. Genau 100 Gramm.
Yeah, we can do We only don't have to do anymore. So 3 tomato sauce. all the we need all the Yeah. red box. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ist das Spanisch, oder? Ja, das ist Spanisch. Ja, ist Espanol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hm? Viele sind aus Hamburg auch. Sie sind Okay. schon vor längerer Zeit hergezogen. Ah, okay. Aber es ist schon eine Kunst, diese neapolitanische Pizza zu können. Das ist nicht einfach. Und dann dazu jeden Tag alles frisch zu produzieren, das ist für eine Systemgastronomie auf jeden Fall was Einzigartiges. Also das ist viel Arbeit jeden Tag. Ja. Okay. Tiramisu, Vegan Crumble. Genau, das ist jetzt die Vorbereitungsliste für heute. Da sehen wir, was heute alles ansteht. Das heißt, wir müssen Tomatensauce produzieren, wir müssen Büffel Mozzarella machen, Burrata. Wir machen 3 Teig. Der Teig, der ruht bei uns 72 Stunden. Das heißt, den Teig, den wir heute machen, heute ist Donnerstag, den benutzen wir dann am Sonntag. Am Sonntag oder am Samstag? Am Sonntag. Freitag, Samstag und Sonntag. Dritter Tag. 72 Stunden. Habt ihr jeden Tag noch? Jeden Tag. 11:30 Uhr bis 0 Uhr. Dann machen wir noch ein Pesto. Guacamole haben wir schon gemacht. Trüffelcreme. Dann geht es an die Schneidemaschine. Parmaschinken, Bresaola, vegan Salami, Margaritza. Garnelen haben wir gemacht, Pelikan haben wir gemacht, Fleischplätzchen haben wir gemacht. Relativ viel haben wir schon gemacht. Jetzt kommt gleich das Mittagsgeschäft. Da müssen wir schauen, wie viel wir da nebenbei noch mitmachen können, wie voll das wird. Und Lieferung ist gerade eben gekommen. Heißt erstmal Palette abpacken. Jetzt mal schauen, weil die vergessen ganz gerne mal was. Aber heute ist alles da. Von wo ist Italien? Aus Neapel oder? Ja, die meisten Sachen kommen aus Neapel. Und das kommt über einen Zwischenhändler bei uns dann an. So, aber heute ist nicht so viel. Wir haben heute nur 3 Paletten. Normalerweise kommen hier 6, 7, 8 Paletten. Dann müssen wir erstmal schauen, Ja. dass wir im Kühlhaus jetzt natürlich Platz machen. Ja. Wir müssen die alten Sachen alle nach vorne räumen, nach FIFO sortieren. Und dann die neuen Sachen rein. So. Ah, Pizzateig. Genau. Oh, ganz schön viele. Ja, die müssen ja alle 72 Stunden lang lagern. Ja. Das heißt, den Teig, den wir vom 3. haben, heute ist der 6., 3 Tage, den Teig vom 3., den haben wir schon draußen. Ja. Da hinten steht dann der 4., Ja, der 4. was dann für morgen ist. Beziehungsweise hier ist sogar noch was vom 3. 4., 5. und heute produzieren wir dann weiter. Das, was hier drin ist, sind jetzt ungefähr 2.500 Teiglinge, die bis Samstag alle weg sind. Ja? Auf jeden Fall. So. Dann können wir den zulassen. Wie viel Grad müssen das sein in dem Teig? Bei 4 Grad wird der gelagert. 4 Grad, ja. Und Also kann das auch kürzer sein? 2 Tage? Also. die Lagerung vom Teig, Ja? nein. Der muss immer mindestens 3 Tage lagern. Wenn er keine 3 Tage lagert, Ja. dann ist die Pizza nicht so, wie sie sein soll.
Aha. Und das passiert aber bei uns nicht. Dafür schreiben wir die Liste, dass sie jeden Tag genügend Teig vorbereiten, kalkulieren, mit wie viel Gästen wir rechnen am Wochenende, schauen uns die Reservierungen an und dementsprechend produzieren wir genügend Teig, dass es passt. Und wenn wir 4 Tage ruhen lassen? Dann ist das noch gar kein Problem, das ist Okay. sogar zum Teil noch besser. Der Teig kann bis zu 6 Tage lagern Okay. und man kann den dann immer noch benutzen. Genau, hier haben wir unseren Fior di Latte, das ist der Mozzarella-Käse, den wir benutzen. Der kommt von der Latteria Sorrentina aus Italien direkt. Die produzieren ausschließlich für uns, der Fior di Latte wird nur für uns produziert und der wird 10 Tage vorher bestellt. Also der wird auf den Mengen bestellt, auf denen wir das Ganze bestellen. Dann haben wir unseren Büffelmozzarella, der kommt aus Apulien. Und Burrata, auch wieder von Sorrentina. In so einer Packung sind 10 Stück drin. Ist das dann extra alles für euch? Genau. Also wir bestellen das Ganze am Donnerstag. Also heute müssen wir Bestellung machen. Schauen dann, welche Lieferung uns am Dienstag erwartet. Weil wir haben ja letzte Woche Donnerstag schon bestellt, die kommt am Dienstag an. Schauen, was uns da erwartet. Rechnen das mit dazu. Und schauen uns unsere Verkäufe an von letzter Woche, wie viel wir da verkauft haben. Auf eine Pizza kommen 100 Gramm Fior di Latte drauf. Auf eine Pizza mit Büffelmozzarella kommen 100 Gramm Büffelmozzarella drauf. Und Burrata kommt eine Kugel drauf, das ist aber gerade absolut im Trend. Deshalb ist hier alles komplett voll. Und dann schauen wir, wie viel wir bestellen müssen. Okay. Genau. Dann schauen wir mal, wie weit die Jungs sind. Ja. Make 15, no? 15? Yeah, no problem. Sì. Perfekt. So, er fängt jetzt an. Er macht Brot. Erstmal Focaccia. Was dann an die Salatstation geht, sodass wir das Ganze dann im Endeffekt fürs Mittagsgeschäft schon mal ready haben und in unserem kleineren Ofen hinten ready machen können. Danke dir. Dann checken wir einmal Wareneingangskontrolle, dass die Ware auf die richtige Temperatur hat. So. Das passt. Das schreiben wir gleich ins Protokoll rein. Ah ja, genau, hier haben wir unsere Tomatensauce. Doch. Das sind San Marzano Tomaten. Das sind die länglichen Tomaten, sonnengereift. Und die haben einen deutlich fruchtigeren Geschmack als normale. Die werden bei uns aufgemacht und werden dann zur Tomatensauce verarbeitet, ohne großartig viel hinzuzugeben. Da kommt nur noch Salz mit rein. Und dieses DOP steht, wie gesagt, ich lerne noch Italienisch, steht für Denominazione Origine Protetta. Dass das Original ist aus, also Ursprungsland Italien, ja? Genau, richtig. Das bedeutet, das ist ein Herkunftssiegel und heißt in dem Sinne, dass es ein geschütztes Produkt ist, was direkt aus Italien kommt. Unser Parmaschinken ist DOP, unser Büffelmozzarella ist DOP. Fast alles, was wir haben, ist DOP zertifiziert. Ja. Das ist das Mehl. Ja. Das kommt auch direkt aus Italien. Die Art von Mehl kann man in Deutschland so nicht bekommen. Das kommt bei uns palettenweise an. Man braucht, das werden wir später sehen, wir brauchen für einen Teig 2 Säcke Mehl. Und aus einem Sack Mehl kriegen wir 140 Teiglinge, also für 140 Pizzen. Das sind 25 Kilo solche Säcke, wenn hier die Lieferung ankommt mit dem Mehl. Und wir pro Woche kriegen wir so ca. 80 bis 90 Säcke. Da kann man sich ausrechnen, was wir pro Woche an Pizzen verkaufen. Und Wird das dann in die Maschine eingemischt? genau, richtig. Wir haben hinten die große Teigmaschine stehen. Wenn wir mit der Lieferung fertig sind, dann fangen wir mit dem Teig an. Weil wir dann auch die richtige Temperatur hinten haben. Also Mehl, Salz, Wasser, Hefe? Genau. Ja? Mehl, Salz, Wasser, Hefe, das war's. Und dann 3 Tage ruhen lassen.
Genau. Minimum. Minimum, richtig. Okay. Hast du gesehen? Ja, ja, haben wir gesehen, ja, ja. Ja, Momentum, ja, 2 Gäste. 15 Karton Tomaten. Sind hinten noch Tomaten? Ja.
Ja. Alles da? Ja, noch nicht ganz durch, aber scheint so. 12 Karton Avocado. So, ja. Wow, sehr schön. Dai, ci penso io, un po' ci penso. No, ci scappo, L'hai visto? Devo finire questo qua. Sì, arrivo, dammi un secondo, Tighi, dammi un secondo. Fai la battuta della Lamborghini. Hai messo il ciliflocco? Ci sono. Ja, bellissimo. Bellissimo. Grazie. Pepe? Pepe.
teilen die für die Pizza. Hm? Ich sag, wir teilen die für die Pizza. Mhm. Kann man sagen, welches Pizza so die Highlight ist, also am meisten gekauft wird? Ja. Hier in Hamburg Ja. ist es The Rock. The Rock? The Rock. Okay. Was ist da so? Und zwar ist da unser ausgemachtes Basilikum-Pesto drauf. Da sind Kirschtomaten drauf. Mhm. Da ist Parmesan drauf, Pinienkerne und eine Kugel Burrata. Das Pesto bereiten wir gleich vor, um das jeden Tag frisch zu haben. Alle Sachen, die wir hier haben, werden frisch hergestellt, frisch zubereitet. Nichts kommt hier als Convenience Food an, als Convenience Produkt. Und das ist am Ende des Tages das Ausschlaggebende und das Besondere an unserem Konzept. Wir verbrauchen so 5, 6 Eimer Pesto in 3 Tagen. Und ein Eimer sind circa 8 Kilo. Impasto? Ja. Und für welche Pizza ist das? Das ist Salsiccia, das ist eine italienische, grobkörnige Bratwurst. Die ist für unsere Salsiccia-Style-Pizza. Und für ein aktuelles Monatsspecial. Bei uns wechselt die Karte alle 2 Monate. Und da haben wir aktuell Patate Salsiccia. Italienisch und heißt übersetzt Kartoffel und Salsiccia, also Kartoffel und Bratwurst. Und dafür müssen wir natürlich jetzt deutlich mehr produzieren als vorher. Genau, das ist das Biest. Das ist unsere Teigmaschine. Die kommt aus Italien. Mhm. Und da drin können wir bis zu 100 Kilo Mehl gleichzeitig reinpacken und Teig machen. Today? Also 4 Säcke. 3. 3 jetzt, ja? Ja. Wir kaufen ca. 1000 Pizzen am Tag. Heißt, das sind jetzt 3 Säcke mit 3 Sack. Auf der Vorbereitungsliste stand, dass wir 3 Teig machen müssen. Das wäre jetzt ein Teig von 3. Also wir müssen 9 Säcke heute produzieren. Pfeffer? Ah, Hefe, ja. Mehr nicht?
Der Prozess nennt sich Autolyse. Das heißt, man fängt mit dem Mehl an, lässt das Ganze dann für eine bestimmte Zeit lang ruhen und packt den Rest dann erst später mit dazu. Ich dachte schon, bei der Menge so wenig Hefe, das wäre was. Nein, aber mehr Hefe wäre schlecht, weil das Ding ist, der Teig ruht ja 3 Tage. So. Und deshalb. Dazu kommt Wasser. Und zwar je nachdem, was man für eine Hydration hat. So viel Wasser kommt rein. Wir haben eine Hydration von 74%. Und was macht das Eis? Eiswürfel? Das ist ein Kälte. Wir haben jetzt 17 Grad, 18 Grad, ab einer bestimmten Temperatur ist der Teig zu heiß. Das darf ja nicht sein. Das Thermometer ist hier nicht drin und das ist dann quasi durchgehen über Nacht. Er schaut jetzt, dass sich alles ordentlich vermengt. Dass wir nichts haben, was irgendwie am Rand kleben bleibt. Kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen, dass das gleich zu einer Masse wird. Ich habe am Anfang immer gedacht, sie nutzen viel zu wenig Wasser, weil es ja gar nicht, weil man sieht ja nur noch das Mehl im Moment. Aber Ja, ich habe erst mal gedacht, als ich das sah, es ist viel Wasser. ja genau, Ja. 74%. Also 74% des Teigs besteht aus Wasser. 74? Hydration, 74%. Und Salz kommt später? Ist das dann frische Hefe? Nee, oder? Keine frische Nein, Hefe. nein. Nee. Es gibt Leute, die nutzen frische Hefe, die nutzen Trockenhefe. Also frische Hefe, wie ich weiß, bräuchte man 3-mal so viel. Genau. Ja. Wir wollen aber an sich ja nicht, dass der Teig so super krass nach Hefe schmeckt oder so. So soll es ja nicht sein. So, der kühlt jetzt ein bisschen runter. Ja. Der ändert jetzt einmal die Richtung. Wie lange braucht das, das alles einzumischen? Ungefähr? Der läuft jetzt noch 4 Minuten.
und danach ruht er erstmal für 45 Minuten bis eine Stunde. Lassen wir den genauso. Das heißt, ruhen und dann nochmal anmachen, ja? Und danach geht's weiter, genau. Dann kommt Salz nochmal dazu, dann kommt nochmal Wasser rein und so. Und viel Liebe. Ja. Wir haben jetzt 4 Kilo frisches Basilikum. Dazu fügen wir jetzt hinzu Pinienkerne, ausschließlich Pinienkerne. Also in vielen Gastronomien wird das Ganze gemixt zwischen Pinienkerne und Walnusskerne. Wir nehmen nur Pinienkerne. Dann kommt Salz mit dazu, Olivenöl und auch hier wieder ein bisschen Knoblauch und Parmesan. Das heißt, es ist super krass hochwertig am Ende des Tages. Und das ist für die Top-Seller-Pizza. Können wir später probieren, wenn er es fertig produziert hat. Also wie gesagt, nur Pinienkerne ausschließlich. Erstmal gemixt mit Olivenöl. Da kommt jetzt noch Parmesan rein und Knoblauch. Ja. 2 Kilo, ja? Ja. Weißt du, wie viel 2 Kilo ist? Ist fast die ganze Box. Nimm mal mit deiner Hand raus. Ja, super. Und einmal auf 0. 1 Kilo? Nein, 280. Ja. Passt. Genau. 280 Gramm Knoblauch. Yes. So, dann können wir mixen, ne? Wo ist der Mixer hin? So, dass er auch an die Seiten geht. Ja. Big Graf! Rambo!
Fertig. Ja. So, wir machen 3 Eimer. Kannst du noch 2-mal Tomatensauce holen? Tomato? Ja. Meinst du diese gleich? Ja, genau. 2 Kisten? Genau. So, Vorsicht. Buongiorno. Die Idee ist, sie war mit ihrem Mann zusammen in Italien Neapel Pizza essen. Und die haben gesagt, sowas muss es in ganz Deutschland geben. Und gab es damals ja auch noch gar nicht. Ne? Gab es damals ja auch noch nicht. Neapolitanische Pizza war ja relativ neu in Deutschland. Die haben in Neapel Pizza gegessen, haben gesagt, ey, das ist so krass, das müssen wir nach Deutschland bringen, das muss es in ganz Deutschland geben. Und es gab zwar ein paar kleinere, also richtig, A, als Kette gab es das nicht und B, größer gab es auch nicht. Ja, gesagt, wir wollen halt die Produkte aus Italien, aus Neapel haben, um eben dieses Pizza-Erlebnis so nahe wie möglich an Neapel zu gestalten. So. Und das ist bisher relativ gut gelungen. Wann wurde das erste Restaurant geöffnet? 2018 in Dortmund. Und mittlerweile sind wie viele? Mittlerweile sind wir jetzt bei 18 Restaurants. Ja. Das ist schon eine Menge. Ja, Hamburg ist das größte hier. Deutschlandweit das größte? Ja. Wir haben jetzt noch einen zweiten Standort aufgemacht in Hamburg, weil hier ist jeden Tag voll. Ist jeden Tag ausgebucht hier. So.
Vorbereitung für morgen. Alles Handarbeit. Alles. Alles wird hier produziert. So, dann einmal kontrollieren, dass die Ware richtig verräumt haben. Ja. Das ist das Wichtigste. Immer kontrollieren, dass sie es richtig nach FIFO sortiert haben. Mhm. Ansonsten ja. Du willst ja nicht, dass deine Produkte schlecht werden. Machst du am Ende des Tages dann keinen Umsatz. So. Den müssen wir später noch schneiden. Mhm. Der Parma-Schinken. Dann haben wir hier Bresaola, was geschnitten werden muss. Das alles in Vorbereitung aufs Wochenende. Provolone haben wir hier. Wir haben Bergkäse hier. Die Chorizo, die wir vorhin geschnitten haben. Salami, Prosciutto. Wird alles hier gemacht. Ist Prosciutto eher salziger als, was war das davor hier? Parma. Parma, ja? Ja, der Prosciutto bei uns ist tatsächlich besonders. Das ist Mangalitza-Kochschinken. Mangalitza ist eine bestimmte Art, das ist vom Wollschwein. Schinken vom Wollschwein. Und das ist eine ganz seltene Art, eine super hochwertige, was die Qualität angeht. So, genauso bei der Bresaola, die wir haben. Getrockneter Rinderschinken ist das. Und da sehen wir hier richtig die Marmorierung von dem Fleisch. Vom Black Angus. Oh. Und die Pizza heißt nachher? Die Pizza hier? Ja. Die heißt The Beast. The Beast. Aha. Und die jetzt? Richtig. Daneben also mit Parma? Die mit Parma. Parma 24. Aha. Dann haben wir Schinken Champignon. Die mit der Salami, die kommt aus Neapel. Salami Nostrano ist das. Salami Napoli. Das heißt bei uns Cowabunga von den Ninja Turtles. Weil deren Lieblingspizza war Cowabunga. War Salami-Pizza. Dann Don Diablo hatten wir ja vorhin schon. Dann haben wir hier oben, das hat Diana vorhin gemacht, die Salsiccia, auch vom Mangalitza-Schwein. Und unseren Pancetta, der auch vom Mangalitza-Schwein kommt. Auch Mangalitza-Urschwein. Jara video mandi dulu. Ja. Ja. Jadinya suaminya pernah. Ya. ¿Por qué no? Ja. Jo. Iya. Yes. Bangke. Grazie. Das ist jetzt die Beste auf Bruschetta, was er jetzt macht. Mhm. Dann kommt da Parmaschinken drauf. Parmesan. Hier gerne auf das Pesto. Auf die Guacamole kommt Rucola drauf. Und dann haben wir noch ein Viertel mit dem ganz normalen Kirschtomatenkompott, was wir auch heute Morgen hergestellt haben.
kommen bis auf 485 Grad. Oder beziehungsweise sogar bis 500. Wir haben aktuell, bei dem Ofen hier haben wir aktuell eine Temperatur von 427 Grad. Das Besondere ist, dass da drin das sind Sandsteinplatten. Davon haben wir 9 Stück. Das heißt maximal, was im Ofen sein kann, sind 9 Pizzen. Und die Pizzen brauchen dann 60 Sekunden in dem Ofen drin und dann sind die fertig. Und daher auch der Name 60 Seconds to Napoli. Das ist das Besondere. Und hier in dem Standort, der einzige Standort, haben wir 3 Pizzaöfen. Insgesamt. Muy bien, ¿eh? Ja. I was by Vamos para la plantouche, por favor. ايش ضايج؟ اي هات الفل هلا. حط نص الفرن على مهلك على مهلك على مهلك. خلي واحد في بعد شهر. على الأقل معلقة. وانت كتلقى 50 هو اللي ايش ما تقول عليه وانا ساويت
وصلنا ان شاء الله. Diablo? Kawabunga. Ne? Kawabunga. وينك تقول لي انه وينك ما ظبطني ما بعرف واحمد بتعلم غير هيك كثير كنيته 10 Halbe Stunde später, oder? 45 Minuten später. Ja, ja? Ja. Jetzt machen wir für 17 Minuten, 16. Nee, das Ah, Temperatur, genau. Für 3 Minuten, ja. ja, Unterschied. Je nachdem, wie weit der Teig ist. Es gibt kein genaues Rezept. Es kommt immer auf die Außentemperatur an, auf Äußerlich, ja? äußerlich, wie das aussieht. Das sowieso, man hört das dann ab einem bestimmten Punkt auf, wenn der Teig soweit ready ist. Sagen immer, das sieht aus wie ein Kürbis. Mhm. Ja. Und Luftfeuchtigkeit drin im Raum selber, keine Ahnung. Jetzt kommt Step für Step noch ein bisschen Wasser dazu. Du hörst gleich so ein Geräusch, das heißt, dass der Teig dann ready ist. Mhm. Das ist schon ein so. Ja. Am Ende kommt auch schon Olivenöl drauf. Das macht den Rand ein bisschen durstig. Ein bisschen Zucker? Nee, das macht den Rand ein bisschen durstig. Also kein Zucker. Auf keinen Fall.
ليك على التليفون برا قصة بص شكاك Sì, 30 e 32, 32 max. Ah, okay. Max. Max. Ja, so vielleicht so 4 Stück, ja? So? Ja. Alles mit Burrata ist Endgame. Ja, mega lecker aus. Also. Schmeckt bestimmt noch besser. Klar. Man schmeckt einfach, dass es hausgemacht ist. So. Ja. Ihr habt jetzt mittlerweile wie viele Restaurants? Wir sind jetzt bei 18 Restaurants deutschlandweit und kommen als nächstes nach Rostock in 2 Wochen. Dann am 4.4. machen wir in Dresden auf. Dann geht es nach Düsseldorf, nach Kiel und Richtung Mitte, Ende Mai kommen wir nach Zürich, unser erster Laden im Ausland. Wenn ihr uns besuchen wollt, dann kommt da super gerne vorbei und probiert die Pizza. In allen Standorten, die wir haben, wird alles genauso, wie wir es heute gesehen haben, frisch hergestellt, frisch zubereitet und das jeden Tag. Es sind keine Convenience-Produkte, die wir benutzen und das als Systemgastronomie zu schaffen, darauf sind wir sehr, sehr stolz. Ja, vielen Dank. Ich danke dir, danke, dass du da warst, danke, dass du uns besucht hast und hoffentlich bis bald. Ja, vielen Dank.